Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute habe ich tatsächlich nochmal vor, ja, ich habe eigentlich gesagt, ich wollte den Ares nicht weiter irgendwie nochmal probieren, nochmal großartig reinpilzen da, weil es sich halt für mich nicht so lohnt, da so viele Pilze zu investieren. Aber ich habe tatsächlich jetzt mit den neuen Runen, die ich jetzt hier oder mit den neuen Schadensrunen, die ich auf den Waffen habe, nochmal einen besseren Try gegen Ares bekommen. Und so lange ist das ja noch nicht her, ne? Das ist ja jetzt erst seit dem Epic-Event so, dass ich hier jetzt Maximalrunen drauf habe. Ich bin hier übrigens immer noch dabei, fleißig zu zerlegen, aber ja, die habe ich jetzt hier schon, die zwei Waffen habe ich hier schon umgewandelt. Die geben hier das Maximale, was es so hergibt an den Waffenkonstellationen an Aussehen her. Und dann, ja, mehr schaffe ich halt am Tag jetzt nicht, ne? Ja, auf jeden Fall wollte ich euch den Try mal zeigen. Hier. Ich hatte nochmal einen besseren Try gegen Ares als, ja, den ich euch schon mal gezeigt hatte. Und, ja, ich hatte euch ja gesagt, sobald wieder ein besserer Try mal eines Tages gegen Ares hier kommen sollte, dann werde ich den euch nicht vorenthalten und natürlich euch zeigen. Die Chance ist natürlich immer noch ziemlich gering, aber dieser Versuch hatte mich dann dazu veranlasst zu sagen, ja, heute in diesem Video muss der Ares fallen. Am 17.08.2021 ist es jetzt mal soweit, dass wir vielleicht Ares auch mal nach Monaten, ich weiß jetzt nicht seit, wie lange wir hier schon an diesem Dungeon-Gegner hängen, muss es jetzt mal so langsam soweit sein, dass wir den auch mal besiegt kriegen hier, ne? Wie gesagt, mit den neuen Runen jetzt drauf ist das nochmal ein gutes Upgrade, ne? Und ihr kennt ja meine Meinung dazu, zu dem ganzen Dungeon-Thema hier, zu diesen Late-Game-Dungeons und so. Es bringt ja meinen Char nicht großartig wirklich voran so. Das ist auch der Grund, warum ich meine Begleiter eigentlich nicht weiter verbessern möchte, was Ressourcen angeht, so, ne? Die Runen habe ich jetzt nochmal verbessert, weil das ist nochmal, ich meine, da spielt ja Pilze spielen da eine Rolle und nicht die Ressourcen, die man dafür ausgeben muss. Und das ist ja dann schon wieder ein anderer Schnack, sag ich mal so, ne? Die Ressourcen, um meine Begleitergegenstände zu verbessern, lohnen sich aber aus meiner Sicht aus nicht. Ja, es könnte natürlich sein, dass nochmal neue Dungeons kommen, die nochmal stärker sind und so weiter und so fort. Aber auch die wird man irgendwann eines Tages wieder besiegen können. So. Und deswegen, ja, habe ich mich da bewusst gegen entschieden, diese weiter zu verbessern, sondern die Ressourcen, die da sind, möchte ich einzig und allein für meinen Main-Char benutzen, weil ich mit denen natürlich ganz hoch hinaus möchte. So, ne? Und da in der Ehrenhalle natürlich auch dauerhaft auf Platz 1 stehen möchte, deswegen lege ich da eher den Fokus drauf als auf meine Begleiter. Ja, ihr habt gesehen, 2 Milliarden ist der beste Try jetzt bisher gewesen, ne? Und ich bin gespannt, wir werden heute einfach mal so lange Ares durchspammen, bis wir ihn, ja, besiegen. So, bis wir mal einen Try haben, wo wir ihn besiegen können. Und ja, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal gerne in die Videos zurückschauen, wie lange wir hier schon an Ares hängen oder wann wir Herkules geschlagen haben, ist vielleicht der bessere Zeitpunkt, ne? Und seit wie vielen Monaten wir jetzt schon an Ares hängen. Und ich kann euch sagen, diese Zeitspanne zwischen Herkules und Ares wird jetzt zum nächsten Gegner, zwischen Ares und Poseidon, was ja der nächste Gegner hier ist im Olymp, wird bestimmt noch mal doppelt oder dreifach so lange werden, wie jetzt zwischen Herkules und Ares, weil der noch mal stärker ist. So, und dann der allerletzte Gegner, da hängen ja heutzutage noch alle Leute dran, das ist der Hades, und den können wir erstmal komplett abschreiben, so, ne? Aber jetzt möchte ich erstmal alle meine, Pilze zusammennehmen hier und einfach mal versuchen, einfach mal tryen, und vielleicht haben wir Glück und kriegen ihn besiegt. Ich denke mal, es sollte eventuell klappen, weil, ja, es so gute Tries sind da schon bei gewesen. Es ist, glaube ich, nur noch eine Frage von den Pilzen, bis hier Ares liegt. Ihr seht, wir kommen hier schon tatsächlich konstant
ja, fast immer konstant über die Hälfte, was die Tries angeht. Und das ist eigentlich schon, also auf W50 wäre das hier ein Free Try. So, also den bräuchte ich auf W50 gar nicht. Da würde ich sehen, jo, da ist Potenzial, den werden wir auf jeden Fall wegpilzen, so, ne? Aber auf dem Main ist es halt immer noch mal ein bisschen was anderes, ne? Dadurch, ja, es ist halt, oh, 2,6. Ich will auch nicht zu schnell spammen, vielleicht haben wir noch mal einen Try dabei, der noch mal besser ist, so, ne? Also 2 Milliarden, merken wir uns, ist unser allerbester Try bisher gewesen, immer noch. Und ja, ich habe mir einfach gedacht, es wird ja Zeit, heute in diesem Video wird er liegen. Wir haben über 1400 Pilzen. Ja, bis dahin sollte er eigentlich schon machbar sein. Gehe ich mal wirklich stark von aus. Und ja, wie gesagt, am Ende des Tages ist es eher so Prestige, dass wir jetzt ein Gegner weiter sind hier im Olymp-Dungeon, weil von den Erfahrungspunkten habe ich eher Nachteile als Vorteile jetzt tatsächlich so. 2,8 Milliarden. Hatte ich euch ja auch schon mal erklärt, dadurch, dass man halt schneller oder dadurch, dass man halt mehr Erfahrung bekommt, dann bin ich schneller Level up und bekomme in der Abenteuerlust noch schlechtere Quests, weil die Erfahrung immer weiter runter geht. Ich aber sowieso schon fast immer am Goldcap bin. Oder oftmals so. Das heißt, ja, die Quests werden prozentual schlechter, aber durch die Goldgrube und sowas, also umso höher man dort natürlich im Level ist, umso besser rentiert sich natürlich auch die Goldgrube und so, ne? Da wächst natürlich dann das Goldeinkommen und damit dann die Skillpunkte, also umso höher ihr im Level seid, umso mehr Skillpunkte bekommt ihr, aber dafür umso weniger Erfahrung, ne? Da gibt es halt dann diese Kurve, ab 393 bekommt man weniger Erfahrung, bis dahin steigt die Erfahrung und ab da an geht es dann bergab. Ja, ich hoffe mal, dass wir, ja, weiß ich nicht so viele Pilze ausgeben hier für Ares, ne? Wie gesagt, der müsste schon machbar sein, so, ne? Und, ja, ich weiß nicht, wenn wir auf 1000 Pilze oder so runtergehen, bis dahin sollte der eigentlich schon liegen, ne? Und deswegen, ja, es ist halt auch eben der Grund, dass ich halt meine Begleiter da nicht verbessern werde, weil es sich halt, wie gesagt, für mich nicht lohnt. So, ne? Ich bekomme hier immer mal wieder ein paar Free-Pilze, so, das ist ganz nice. Die können wir mal, ja, da könnte man sich auch drüber streiten. Ich könnte die Pilze, die ich jetzt hier so bekomme, die könnte ich natürlich schlauer investieren. Ne? Ich könnte sie mir sparen, könnte die Goldgrube vielleicht skippen oder so, ne? Damit ich dann hier schon mal mehr Gold generiere und so weiter und so fort. Aber man muss ja auch mal ein bisschen Spaß haben hier auf dem Account, ne? Deswegen werden wir versuchen, Ares heute zu besiegen. Er muss heute fallen. Ja, eher machen wir das Video hier nicht aus. So, weil heute ist es soweit. Heute müssen wir den Try raushauen, der uns hier zum nächsten Olymp-Gegner bringt. Und ja, dann werden wir jetzt mal einen Gang zulegen. Ja, wir werden jetzt hier den Power-Modus einschalten. Und ja, werden versuchen, hier Ares durchzupilzen, bis er jetzt mal liegen sollte. Ich habe nicht in die Statistiken geguckt, wie die Wahrscheinlichkeit ist, bei wie viel Prozent Ares liegen könnte. Aber ist mir egal, heute muss er auf jeden Fall liegen. Da führt kein Weg dran vorbei. So, wir hatten ihn schon so oft so low gehabt und ja, deswegen, es ist unglaublich, dass der Ares bisher immer noch nicht gefallen ist, dass da mal ein so ein Try dabei ist, wo man sagt, jo, das war's jetzt. Alter, das war, ja, da muss ich mich mal anders hinsetzen hier. Das waren schon ziemlich viele, ja, Enter-Tasten. Ich bin jetzt durch W50 ein bisschen gewohnt, auf Enter zu drücken, aber ja, mir tut es, oh, ich glaube, da war gerade 1,8 Milliarden dabei, oder? Irgendwo tut es mir immer noch weh um die Pilze, muss ich sagen. Ne? Komm, jetzt muss Ares fallen. Also, wie gesagt, bis 1000 Pilze sollte der eigentlich wirklich, der sollte wirklich machbar sein. So, die Chancen stehen nicht allzu schlecht. Ja. 5, 7, 6, 9, 8, 5, 6. Ja,
Es sieht tatsächlich nicht gut aus. Ich hätte nicht gedacht, dass der doch noch so... Oh, da war noch wieder so ein knapper Try dabei. Das Ding ist ja, diese Versuche, die ich euch zeige, ne, mit den besten Tries, das sind Versuche, die ich im Free-Try erreiche, so, ne? Ich pilz ja hier nicht Ares privat durch. Das mache ich ja nicht, ne? Es lohnt sich ja überhaupt nicht so. Ich mache das jetzt halt, ne, dadurch, dass ich halt jetzt nochmal ein Video aufnehme und eventuell nochmal einen Mehrwert dadurch schaffe, ne? Weil es vielleicht auch ganz interessant zum Zugucken ist und so, ne? Aber dadurch schaffe ich, ja, weiß ich nicht, verbrenne ich ja im Prinzip nur meine Pilze so. Ne, man sieht es ja. Und das für, ja, quasi fast gar nichts so, ne? 300 Millionen, das ist halt auf der Stufe halt eben auch nicht viel und ja, bringt mich nicht so voran, wie ich das gerne hätte. Ey, komm. Es sind noch 77 Pilze, der muss doch jetzt fallen. Das kann nicht sein, dass der immer noch nicht fällt hier. Wir haben so viele krasse Tries gehabt und das sind alles Free-Tries gewesen. Und jetzt, wo ich hier reinpilze, will der nicht fallen oder was? Das kann ja wohl nicht sein hier. Komm, Ares, jetzt muss er mal... Ich glaube, wir müssen... Weiß ich nicht, ich will eigentlich ungerne unter 1000 Pilze hier gehen. Weil es sich einfach nicht lohnt für mich so, ne? Es ist halt einfach nicht so lohnenswert. So, wir machen jetzt die Doppel-Enter-Taktik hier. Mal gucken, sind wir dadurch schneller? Ja, nicht viel. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht, dass Ares immer noch nicht fallen will. Wir haben uns jetzt schon so krass verbessert. Gut, meine Begleiter sind nicht deutlich besser geworden. Aber dass der noch so hartnäckig ist, nach so einem... Oh mein Gott, was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Was war das für ein Try denn, bitteschön? War der gerade auf unter einer Million Leben oder was? Na, das werde ich mir aber gleich nochmal in der Wiederholung im Video anschauen, Alter. Das kann nicht sein. Alter, was war das denn? Ja, den Try habe ich mir natürlich wieder nicht gespeichert, ne? Weil ich ja dann doch ein bisschen schneller hier vorankommen wollte. Aber Hals, Maul, ey. Das ist ja, also ich glaub's ja nicht. Das ist ja unfassbar. Unfassbar. Auch hier wieder die Empfehlung, ne? Oder besser gesagt, der Hinweis, macht das bitte nicht zu Hause nach. Ich bekomme die Pilze nach wie vor gesponsert, ja. Deswegen ist das für mich, für mich ist es in Ordnung, aber macht es bitte nicht zu Hause nach. Es macht einfach keinen Sinn. Es macht vorne und hinten einfach überhaupt keinen Sinn, das hier so zu machen. Ja. Ich glaube es nicht. Ich fasse es nicht. Wir sind schon auf 850 Pilze runter. Ich wollte eigentlich gar nicht so weit runtergehen von den Pilzen her, ne? Aber ey, ich muss mir diesen einen Versuch, da muss ich gleich nochmal gucken, im Nachhinein im Video, auf wie viel Leben der runter war. Das wäre eigentlich schon der Try gewesen, wo man hätte sagen müssen, jo, ja, da hätte er doch jetzt mal gönnen können, ne? Es ist unglaublich, dass der immer noch, also dass der noch so hartnäckig ist, ne? Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Da haben mich die Free Tries wirklich ganz anders jetzt reingebaitet, ne? Wie gesagt, ich habe hier alles nicht großartig verbessert, so. Klar würde es mich voranbringen, so Mark war das ein bisschen verbessert, aber es würde mich voranbringen, natürlich, es würde auch den Dungeon einfacher machen hier. Ich hatte jetzt aber mal die Initiative ergriffen und gesagt, ja, in einem Free-Try den auf 2 Milliarden runter zu haben und in den Free-Tries trotzdem immer sehr gute Versuche hier zu haben, da habe ich mir gedacht, komm, jetzt machst du mal ein endgültiges Video, wo du ihn hier aus dem Weg räumst, weil du schon der Meinung bist, ja, den könntest du auf jeden Fall knacken, ne? Nur du müsstest nur ein paar Pilze investieren. Aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass der jetzt doch so viele Pilze noch in Anspruch nimmt. Das hätte ich mir nicht erträumen lassen. Hätte ich das gewusst, hätte ich das Video vorher nicht gemacht. Das könnt ihr mir aber glauben, ja. Aber das kann man ja vorher nicht wissen. Da haben mich, wie gesagt, die Free Tries haben mich da jetzt ordentlich reingebaitet in eine Sache, wo ich jetzt gar nicht sein möchte, ehrlich gesagt. Ja, unglaublich.
Unglaublich, was hier gerade abgeht. Unfassbar. Wir gehen bis auf 500 Pilze runter. Mehr will ich wirklich nicht investieren. Bis dahin pilzen wir uns jetzt noch durch. Wenn er bis dahin nicht fällt, dann... Also dann tut es mir halt auch wirklich leid, ne? Also ich weiß nicht, was hier mit Ares los ist. Da waren... Also wirklich, jeder Versuch sieht so gut aus. Eigentlich so. Oder die ersten Versuche sahen auch so gut aus. Da waren so gute Tries dabei. Die Free Tries, unglaublich krass gewesen. Auch zum 24-Stunden-Stream, da hatten wir auch schon... Ne, da hatten wir auch schon gedacht, da fällt er denn, wenn wir mal 100 Pilze hier mal in den Gegner rein investieren. Aber dass der so krass hartnäckig noch ist, unglaublich. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Ja. Komm, in den letzten 100 Pilzen muss er jetzt noch fallen. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Kann nicht sein, dass der hier uns so das Leben zur Hölle macht. Ey, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie ein falsches Equipment an oder so. Oder ich habe irgendwie gar kein Equipment an. Die Tries sind einfach... ja, weiß ich nicht. Es ist unglaublich. Also wir haben auf jeden Fall einen neuen besten Try hier mit dabei. Ja, aber für die Pilzanzahl hätte ich mir das echt sparen können. Oh Mann. Oh Mann. Da hat mich der Ares jetzt echt gebrochen. Das ist ja unglaublich. Die letzten 30 Pilze. Unfassbar. Unfassbar. Ey, ich bin wirklich sprachlos, ne? 13, 12, 11, 10, 9, 8. Wieder so ein guter Versuch. Man müsste eigentlich denken, der ist mehr als machbar. 7, 6, er ist immer über die Hälfte. Ja, entweder lacken wir immer so krass rein, dass der immer so gut aussieht. Aber guckt euch mal die Versuche an. Da kann doch wirklich nicht mehr so viel fehlen. Ja, wir sind jetzt auf 500 Pilze. Ich weiß jetzt nicht, bei wie viel wir angefangen haben. 1300 oder so. Ich weiß nicht ganz genau. Aber ja, das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Ich dachte, jetzt mit den neuen Runen, so, ich habe ein Free Try gehabt, da bin ich auf 2 Milliarden gegangen. Ein Free Try, so. Nach den neuen Runen habe ich gedacht, jo, der ist jetzt easy machbar, so, ne? Ich meine, es bringt zwar auch jetzt nicht so viel, so, das Runen-Upgrade, ne? Aber, ja, es waren halt auch die Versuche davor gewesen, dass wo ich mir gesagt hatte, ey, ich brauche hier nur irgendwie, keine Ahnung, noch vielleicht 100, 200 Pilze oder so investieren. So gut wie die Free Tries aussehen, der liegt easy. Dass er jetzt doch nach so vielen Pilzen immer noch nicht liegt, gibt mir echt zu denken. Ja, gut. Das wird jetzt auch das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier Ares im Video versuchen, irgendwie zu schlagen, irgendwie ja, zu besiegen, damit ihr quasi meine Live-Reaction darauf seht, wie ich hier Ares besiege. Wird es nicht mehr geben. Wir werden abwarten, bis Ares irgendwann in einem Free-Try fällt. Ich werde ihn weiterhin in den Free-Tries angreifen. Dann werdet ihr allerdings nicht meine Reaktion mitverfolgen können. Ich dachte, es ist heute soweit. Aber ja, da hat uns der Ares wirklich nochmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es ist unglaublich, dass er es ist wirklich unglaublich, dass er immer noch nicht down ist nach so vielen Tries, obwohl die alle so gut aussahen. Ja, so viele gute Tries dabei gewesen. Naja, gut. Jetzt heißt es wieder auf jeden Fall abwarten, Tee trinken. Ne? Wir machen ruhig, wir schalten auf jeden Fall 3 Gänge runter auf dem Account hier. Ich werde noch weiterhin hier meine Waffen zerlegen und das Aussehen noch verändern und so, aber mehr wird hier nicht passieren. Und ja, dafür geht es dann, denke ich mal, die Tage auf W50 weiter. Ja, es tut mir leid, dass Ares immer noch nicht liegt. Ich hätte es euch sehr gegönnt, ich hätte es mir selbst auch sehr gegönnt, aber wir müssen uns weiterhin gedulden. Und ja. Ja, das lassen wir heute auch wieder aus, die Aufgabe. Und es war, ja, sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Ich bin sehr gebrochen. Ja, aber wie gesagt, wir müssen ihn dann halt... Irgendwann kommt ein Video, wo dann stehen wird, jo, Ares ist down oder so. Dann werde ich ihn im Free-Try besiegt haben. Aber leider nicht live im Video. Alles klar, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gern einen Mitleidsdaumen nach oben da, ja, und einen Kommentar dazu. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.